Hi zusammen, wir machen heute einen Schokokuchen, der ist so schön klitschig und nass und der sieht sehr unscheinbar aus, wenn er so auf dem Tisch steht, aber das ist einer dieser Schokokuchen, wo jeder denkt, boah, das schmeckt mir, das weiß ich jetzt schon ganz genau, ohne probiert zu haben. Ich lege direkt los, es ist ein sehr unkompliziertes Rezept. Aber nur zur Info kurz. Ja, bitte. Teaser den 15. Ja, Haselnusscreme nach Hintergrundbild. 20 Uhr. 20 Und das Video kommt morgen online um 18 Uhr. Um 18 Uhr. Und dazwischen haben wir noch ungefähr 1000 Dinge zu erledigen, aber wir machen das total gerne. Ja. Und deshalb stehen wir hier. Man merkt auch an deiner Stimme, dass du richtig Spaß hast. Aber habe ich wirklich, weil ich bin ganz ehrlich, hätte ich keinen Spaß daran, würde ich sagen, hey Leute, das Video morgen fällt aus und nein, machen wir nicht. Wir legen jetzt direkt los. Also, ich benutze meine Küchenmaschine. Läuft die zweite Kamera? Ja. Sehr gut. Ihr könnt auch euer Handrührgerät benutzen, aber dann rührt ihr ungefähr 8 Minuten. Und ich brauche hier mit der Küchenmaschine ungefähr 4, maximal 5 Minuten. Da gebe ich jetzt Eier rein. Wie immer stehen die ganz genauen Mengenangaben unten in der Videobeschreibung. Einfach aufklappen und einen Screenshot machen. Und da gebe ich jetzt auch schon Zucker mit dazu. Und dann, wie gesagt, schlage ich das auf maximaler Geschwindigkeit. Und danach kommen Öl und Milch hinein. Ich habe gar keine Ahnung, was das für ein Kuchen wird. Ich habe es doch gerade erzählt. Ja, ich weiß, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Okay, dann lass dich überraschen. So, die flüssigen Zutaten nur ganz kurz unterrühren, also wirklich nur 3 Sekunden, das reicht schon. Und jetzt kommen die trockenen Zutaten rein. Die bitte unbedingt sieben. Jetzt könnt ihr die entweder vorab miteinander vermischen oder ihr macht das einfach hier in dem Sieb. Hier habe ich Mehl, Backkakao und Backpulver und das auch nur ganz kurz unterrühren. Backofen habe ich auch schon vorgeheizt und der Teig geht wirklich sehr, sehr schnell. Der Teig ist fertig. Sehr lecker. So, und jetzt habe ich hier meinen Backrahmen auf meinem Backblech, Backpapier unten drunter gelegt. Und der Teig ist sehr flüssig und trotz, dass mein Backblech sehr gerade ist, mein Backrahmen auch gerade ist und nicht irgendwie verbogen ist, ist es ganz normal, dass bei flüssigeren Teigen ein bisschen was rauslaufen kann, also wirklich nur minimal. Daher mache ich mal Trick 17. Einschlagen. Einschlagen, genau. So, der Schokokuchen wird jetzt im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten gebacken und wir machen jetzt diese Schokotränke fertig. Dafür habe ich mir Milch in meine Pfanne oder meinen Topf gegeben und da gebe ich jetzt Zucker dazu, aber Herd noch nicht einschalten. Zucker dazu, Backkakao, der löst sich ein bisschen schwerer auf, da müssen wir gleich ordentlich rühren. Nicht den Trinkkakao benutzen, Leute. Dann Butter und Vanilleextrakt. Ich gehe jetzt mit den Händen rein, oder? Ja. Ist doch egal. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Backkakao und Normalkakao? Backkakao ist stark entölt und Trinkkakao, das ist einfach mit Zucker zugesetzt und das ist eigentlich so ein Fertiggetränk sozusagen. So Vanilleextrakt. Also natürlich ist quasi Backkakao. Ja. Also ich verrühre das jetzt. Guck mal, das war jetzt nicht schlau von mir. Daran merkt man auch, dass es spät ist. Ich hätte erstmal verrühren sollen und dann die Butter hinzufügen sollen. Aber ist nicht schlimm. Ich verrühre das jetzt so, dass so zumindest der Backkakao sich mit der Milch verbindet und dann lassen wir das einmal erhitzen. Aber kannst du schon hinkriegen. Auf jeden Fall. Das ist nicht so schlimm. Also es geht nur darum, dass es wirklich einmal erwärmt wird und dass es sich miteinander verbindet. Nicht aufkochen, sondern wirklich nur erwärmen. Und der Kuchen ist auch schon fertig. Und wir machen es jetzt folgendermaßen. Der Kuchen ist noch lauwarm. Das ist in meinem Topf, also die Schokosoße, sage ich mal, die ist auch lauwarm geworden. Und jetzt nehmt ihr euch einen Schaschlikspieß und stecht einfach fröhlich rein. Das erinnert mich irgendwie an Trileche. Ja, ne? Also es gibt halt 2 Möglichkeiten. Also Trileche kann ich auch backen. Ich weiß, wie das funktioniert. Da das machen wir weiß also Milch ich. einfach rein, ne? Ja. Ihr habt da 2 Möglichkeiten. Entweder dreht ihr halt den ganzen Kuchen um, weil unten sind ja die offenen Poren, sage ich mal. Oder ihr öffnet die, indem ihr da reinstecht. Das macht Spaß. So habe ich ja gerade auch Stäbchenprobe gemacht. Also einfach reinstechen, wenn nichts hängen bleibt, ist der Teig gar.
So, als nächstes mache ich eine richtig leckere Haselnussglasur, aber kurz vorab, ihr müsst euch vorstellen, das ist pure Flüssigkeit und daher ist es ganz normal, dass hier so ein bisschen was ausläuft. Also da dürft ihr euch keine Sorgen machen. Wichtig ist, dass 98% der Flüssigkeit wirklich vom Teig aufgesogen wird. Jetzt gehe ich einmal rüber und habe hier Sahne in meinem Topf. Und das werde ich jetzt erwärmen, nicht aufkochen, also soll jetzt nicht hochsteigen, das ist ganz wichtig. Die erwärme ich nur, gebe dann Vollmilchkuvertüre rein, die habe ich hier schon mal gehackt. Also gleich erst, wenn es erwärmt ist. Und dann könnt ihr auch schon die Hitze ausschalten, schön erwärmen lassen und dann gebe ich einen Esslöffel meine Haselnusscreme rein und anschließend noch Haselnusskerne. Und dann ist die Glasur perfekt, kann direkt auf den Kuchen und der Kuchen ist fertig. Also wenn ein Kuchen so aussieht, dann finde ich, kann der nur schmecken. Ist auf jeden Fall echt ein Hingucker. Auch wenn er so klassisch aussieht. Ich mag das einfach, wenn ein Kuchen nach "Ich bin lecker" schreit. Weil so sieht der auch einfach aus. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich werde meinen jetzt in den Kühlschrank geben und morgen genießen. Ihr seht es dann bestimmt auf Instagram, unseren Taste-Test. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und hinterlasst mir gerne Feedback unter dem Video, wie euch das Rezept gefallen hat, wenn ihr es ausprobiert habt. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kiki.